Wo verbringt man natürlich am liebsten den Sommer? Auf Balkon und Terrasse. Was darf da nicht fehlen? Natürlich die blühenden Kübelpflanzen. Meine 5 Favoriten, die will ich dir heute zeigen. Was für eine Blütenpracht. All die klassischen blühenden Kübelpflanzen sind natürlich in der Regel nicht winterhart. Bevor du also ins nächste Gartencenter rennst und dir irgendeine Kübelpflanze aussuchst, musst du dir erstmal überlegen, welche Überwinterungsmöglichkeiten du ihr anbieten kannst. Nummer 1, der Roseneibisch, Hibiscus rosa sinensis. Naja, die klassische Blüte für Hawaii, die man sich dann hinters Ohr stecken könnte. Verwandt ist er mit unserem Garteneibisch, aber die Blüte hier ist deutlich spektakulärer. Ist ein bisschen anspruchsvoll, mag also keine Mittagssonne, mag es zwar hell, aber wie gesagt nicht direkt sonnig, kommt auch mit Halbschatten klar, aber ist fürs Winterquartier ziemlich anspruchsvoll. Er mag nämlich mindestens so 12, 13, 14 Grad, bedeutet im Oktober muss er spätestens rein und kann auch erst Ende Mai wieder nach draußen. Winterquartier muss hell sein, ganz wichtig. Man kann ihn einmal im Jahr im Frühjahr ein bisschen einstutzen, zurückschneiden, dann bilden sich besser neue Blüten und wenn er von unten verkahlt ist, auch mal zur Hälfte im Frühjahr zurückschneiden. Ansonsten tolle Blüte. Nummer 2, der Oleander, Nerium oleander. Sicherlich eine ganz klassische blühende Kübelpflanze. In Spanien wächst er entlang der Straße. Wir müssen uns schon ein bisschen mehr mit ihm Mühe geben, aber er ist schon recht robust. Er ist sehr sonnenverträglich, also je mehr Sonne, desto lieber. Und vor allen Dingen, er braucht auch ein bisschen Wasser. Das bedeutet, im Sommer gerne immer Wasser im Untersetzer stehen lassen. Das vertragen die meisten Kübelpflanzen nicht, der hier schon. Den Oleander, den gibt es mit gefüllten und ungefüllten Blüten. Normalerweise würde man ja sagen, die gefüllten sind die schöneren, aber die ungefüllten, die blühen deutlich üppiger und deshalb würde ich die auf jeden Fall empfehlen. Verträgt sogar ganz leichten Frost, also mit ein bisschen einpacken. Naja, in einer geschützten Lage, vielleicht auf dem Balkon, könnte er auch ohne Winterquartier auskommen. Ansonsten sollte das Winterquartier hell sein, kann aber durchaus kühl sein. Wichtig ist der Schnitt, weil wenn ich den im Herbst zurückschneide oder im zeitigen Frühjahr, schneide ich die Blüte ab. Also normalerweise wird der Oleander nicht zurückgeschnitten, sondern nur vielleicht ein wenig alte, verkahlte Triebe ausschneiden. In Kombination mit dem Oleander, wunderschön und auch ganz ähnliche Standortbedingungen, braucht der Agapanthus africanus, die Schmucklinie. Die Blüten sind ein echter Hingucker, zumal sie ja weit über dem Laub stehen. Und die Farbe Blau ist natürlich auch immer eine ganz beliebte Farbe im Garten. Sie können relativ alt werden. Kleiner Tipp oder Besonderheit, man sollte sie nicht allzu oft umtopfen, denn je dichter sie im Topf stehen, desto besser ist der Blüteneinsatz. Überwintert werden sollte frostfrei, muss nicht warm sein, aber einigermaßen hell. Mein Favorit Nummer 4 im Sortiment der Kübelpflanzen, der blühenden Kübelpflanzen, noch relativ neu, ist die Mandeville oder Dipladenie. Ein üppiger Blüher, ist eine Schlingpflanze, braucht also auch eine Rankhilfe und eignet sich für sonnige, aber auch für so ein bisschen halbschattigere Standorte. In der Regel werden sie im Herbst weggeschmissen, man kann sie aber auch überwintern, wenn man das richtige Winterquartier hat, denn sie braucht zumindest mal 8 Grad und einen hellen Standort, also einen kalten Wintergarten oder aber ein Hausflur. Es darf aber auch nicht viel zu warm sein, also über 20 Grad, weil dann blüht sie im nächsten Jahr nicht. Sie braucht schon so ein bisschen einen Kältereiz. Und alle guten Dinge sind natürlich 5. Hier mein letzter Favorit, das sind die Fuchsien. So ein bisschen früher als Oma-Pflanze verschrien, aber ich finde ganz toll im Schatten, denn die vertragen ganz gut Schatten, sind robust, können dunkel überwintert werden, können relativ kalt überwintert werden. Eigentlich üppige Blüher, man kann sie im Frühjahr ein bisschen zurückschneiden, können sehr, sehr alt werden. Es gibt Stämmchen, die haben solchen Durchmesser hier und sind wirklich wahre Prachtkerle. Die Fuchsie. Wenn ihr meine Leidenschaft für diese blühenden Kübelpflanzen hier teilt, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten genießt den Sommer auf Terrassien und Balkonien.